Lektion 1: Innovative Produktangebote. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Produktlinie zu aktualisieren. Welchen nächsten Schritt würden Sie empfehlen? Das ist ein toller Tipp, John. Die Aktualisierung und Innovation Ihres Produktangebots ist entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Definitiv. Ich möchte sicherstellen, dass ich meinen Kunden die relevantesten und attraktivsten Optionen anbiete. Absolut. Welche Art von Änderungen haben Sie also in Betracht gezogen? Expansion in neue Kategorien oder gezieltere Verbesserungen? Hey Ma'am, gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, meine aktuellen Produkte durch einige neuere, fortschrittlichere Modelle zu ersetzen. Das könnte ein kluger Schachzug sein. Aktualisieren Sie Ihre Kernprodukte mit den neuesten Funktionen und Technologien. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich meinen Kunden den bestmöglichen Wert und die bestmögliche Funktionalität liefere. Das macht absolut Sinn. Die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung Ihrer Kernprodukte ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Kundenbindung. Definitiv. Und ich habe auch darüber nachgedacht, in einige ergänzende Produktlinien zu expandieren, um mein Angebot zu diversifizieren. Oh, das ist eine interessante Idee. Welche neuen Kategorien wollten Sie erkunden? Nun, ich habe mit dem Gedanken gespielt, dem Mix auch einige Smart Home Geräte oder Unterhaltungselektronik hinzuzufügen. Oh, das könnte ein wirklich strategischer Schachzug sein. Nutzen Sie Ihren bestehenden Kundenstamm, um in benachbarte Produktsegmente zu expandieren. Genau. Ich denke, es könnte eine völlig neue Einnahmequelle eröffnen und meinen Kunden mehr Optionen bieten. Ich stimme zu. Es klingt nach einer wirklich vielversprechenden Gelegenheit. Haben Sie begonnen, eine Roadmap für diese Produktaktualisierungen zu entwerfen? Noch nicht, aber das ist mein nächster Schritt. Ich möchte zunächst eine gründliche Marktforschung und Wettbewerbsanalyse durchführen. Toller Plan. Von entscheidender Bedeutung ist es, die sich verändernden Bedürfnisse Ihrer Zielkunden und die Wettbewerbslandschaft zu verstehen. Absolut. Ich muss sicherstellen, dass alle neuen Produkte oder Upgrades wirklich Anklang finden und eine Marktlücke schließen. Definitiv. Nun, ich bin gespannt, welche innovativen Produktideen Sie haben, John. Das wird großartig. Danke, Anna. Ich weiß die Ermutigung zu schätzen. Okay, es ist Zeit, einzutauchen und mit der Planung meiner Produktroadmap zu beginnen. Großartig, mach das. Ich bin zuversichtlich, dass Sie einige wirklich überzeugende und markterfolgreiche Angebote präsentieren werden. Ich hoffe es. Okay, lass uns das machen. Produktinnovation, ich komme. Lektion 2: Ein eigenartiges Schlaginstrument. Hallo Anna, hast du jemals jemanden gesehen, der in einem Orchester eine Triangel spielt? Das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich jemals erlebt habe, wie eine Triangel in einer Orchesteraufführung verwendet wurde. Wirklich. Ich finde dieses Instrument ziemlich faszinierend. Es ist so ein einfacher, aber dennoch unverwechselbarer Klang. Wissen Sie, Sie haben recht. Die Triangel ist ein ziemlich einzigartiges und unerwartetes Instrument, das man in einem vollen Orchester findet. Genau. Die meisten Menschen assoziieren das Dreieck wahrscheinlich eher mit Musikunterricht in der Grundschule als mit Konzertsälen. Sehr wahr. Die Triangel wird oft als eine Art Neuheit oder ergänzendes Schlaginstrument angesehen. Definitiv.
Aber in den richtigen Händen kann ich mir vorstellen, dass es der Musik tatsächlich einige wirklich schöne, subtile Akzente verleihen kann. Ein guter Punkt. Ich vermute, dass das Dreieck einige interessante perkussive Ebenen und Texturen liefern könnte. Absolut. Es geht darum, den richtigen musikalischen Kontext zu finden und die Fähigkeiten des Dreiecks zu demonstrieren. Du argumentierst fair. Ich wäre gespannt, wenn ein erfahrener Schlagzeuger das Potenzial der Triangel wirklich hervorheben würde. Ich auch. Ich wette, mit der richtigen Technik könnte die Triangel einige überraschend dynamische Klänge erzeugen. Das ist ein guter Punkt. Das Dreieck ist wahrscheinlich vielseitiger, als wir ihm zutrauen. Genau. Es mag ein kleines, einfaches Instrument sein, aber in den Händen eines talentierten Musikers könnte es wirklich glänzen. Das kann ich sehen. Die klaren metallischen Töne des Dreiecks könnten möglicherweise einige wirklich satte rhythmische Schichten erzeugen. Definitiv. Ich würde es gerne bei Orchester- und Ensembleaufführungen prominenter sehen. Das wäre wirklich interessant. Es könnte dem Gesamtklang eine ganz neue Dimension verleihen. Vereinbart. Okay, jetzt bin ich inspiriert, einige Orchester zu finden, in denen die Triangel eine herausragende Rolle spielt. Ich auch. Dies war ein unterhaltsames Gespräch über die Erforschung des unterschätzten Potenzials des Dreiecks. Absolut. Wer weiß, vielleicht erlebt die Triangel bald ein großes Orchester-Comeback. Lektion 3: Suche nach Mitgefühl und Verständnis. Nun, ich muss sagen, dass die Bitte der Leser, darunter auch der Muslime, ihrem verbrannten, verschmähten Kind eine faire Anhörung zu geben, ziemlich faszinierend ist. Ja, es ist sicherlich eine heikle und komplexe Situation. Es ermutigt mich zu hören, dass es Leser auch mit unterschiedlichem Hintergrund bereit ist, diesem Thema unvoreingenommen gegenüberzutreten. Absolut. Jedes Mal, wenn wir mehr Mitgefühl und Verständnis fördern können, insbesondere über kulturelle oder religiöse Grenzen hinweg, ist das ein positiver Schritt nach vorne. Ich stimme zu, das spricht eher von der Kraft der Empathie und der menschlichen Fähigkeit zur Nuancierung als von schnellem Urteilsvermögen oder pauschalen Verallgemeinerungen. Definitiv. Das Anhören verschiedener Perspektiven und die Bereitschaft, wirklich zuzuhören, können oft zu durchdachteren und ausgewogeneren Lösungen führen. Genau. Es ist leichte Annahmen zu treffen, aber es ist so wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die ganze Geschichte und Umstände einer Person zu verstehen. Vereinbart. Und in einem Fall wie diesem, in dem ein Kind offensichtlich ein immenses Trauma durchgemacht hat, sind Empathie und Unparteilichkeit von entscheidender Bedeutung. Absolut. Eine faire Anhörung mit offenen und mitfühlenden Herzen kann der erste Schritt zur Heilung und Versöhnung sein. Ich kann dem nur zustimmen. Der Aufbau dieser Grundlage des gegenseitigen Verständnisses ist von entscheidender Bedeutung, bevor ein produktiver Dialog stattfinden kann. Definitiv. Es spricht Bände, dass diese Leser mit unterschiedlichem Hintergrund die Bereitschaft zeigen, sich nachdenklich zu engagieren. Das tut es wirklich. Es ist bewundernswert, diesen ersten mutigen Schritt zu unternehmen, um Gräben zu überbrücken und eine gemeinsame Basis zu finden. Ich hoffe, dass diese Öffentlichkeitsarbeit den Beginn eines konstruktiveren und erholsameren Prozesses für alle Beteiligten markieren kann. Genauso wie ich. Die Nutzung dieses Geistes der Offenheit und des Einfühlungsvermögens ist entscheidend, um komplexe, heikle Probleme mit Weisheit und Sorgfalt anzugehen. Absolut.
Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wir auch angesichts großer Widrigkeiten und Verletzungen Fortschritte machen können. Ich stimme zu. Okay, halten wir Ausschau nach Updates zu dieser Situation und nach den Bemühungen der Leser für eine faire Anhörung zu sorgen. Definitiv. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt und ob es als Modell zur Förderung eines besseren Verständnisses dienen kann. Ebenfalls. Okay, bleiben wir dran. Es wird sich bestimmt eine inspirierende Geschichte entwickeln. Lektion 4: Den perfekten Cocktail zubereiten. Hallo Anna, ich denke darüber nach, mir ein paar neue Utensilien für das Mixen von Cocktails zu Hause anzuschaffen. Was meinst du, was ich bekommen sollte? Oh, das hört sich lustig an. Nun zusätzlich zu den Basics wie einem Shaker und einem Sieb würde ich empfehlen, sich einen Stößel und eine Rührglas zu besorgen. Ein Durcheinander, oder? Wozu dient das genau? Der Stößel eignet sich hervorragend zum sanften Zerstampfen von frischen Früchten, Kräutern oder Gewürzen, um deren Aromen freizusetzen, bevor ein Cocktail gemixt wird. Ah, ich verstehe, das macht sehr viel Sinn. Und das Rührglas, wozu dient das? Das Rührglas eignet sich perfekt zum Rühren von spirituosen Cocktails wie Manhattans oder Negronis. Es ermöglicht ihnen, die Zutaten sanft einzuarbeiten. Verstanden, das ist wirklich hilfreich zu wissen. Ich füge meiner Liste auf jeden Fall einen Stößel und ein Rührglas hinzu. Exzellent. Oh, und vergessen Sie auch nicht ein gutes Seebarfel. Sie sind für das präzise Rühren und Schichten von Cocktails unerlässlich. Ach ja, guter Anruf. Ein hochwertiger Barlöffel ist ein Muss. Okay, was sollte ich sonst noch beachten? Messbecher sind auch sehr praktisch, um die Zutaten genau abzumessen. Und ein robuster, zuverlässiger Flaschenöffner ist immer nützlich. Ach ja, der Jäger. Das wird mir helfen, die Verhältnisse genau richtig zu machen. Und natürlich einen guten Flaschenöffner. Definitiv. Oh, und ich würde auch empfehlen, in ein paar schöne Gläser zu investieren. Richtige Cocktailgläser können das ganze Erlebnis wirklich aufwerten. Ausgezeichneter Punkt. Coupés mit Stil, Rocks, Gläser und Highballs. Die richtigen Glaswaren sind der Schlüssel. Absolut. Mit den richtigen Werkzeugen und Gläsern können Sie solch wunderschön präsentierte Cocktails zubereiten. Ich freue mich wirklich darauf, mit dem Aufbau meiner Hausbar zu beginnen. Das wird so viel Spaß machen. Ich stimme zu, es wird ein Riesenspaß. Sie werden im Handumdrehen Cocktails in Profiqualität mixen. Ich kann es kaum erwarten. Okay, ich fange jetzt an, meine Liste zusammenzustellen und ein paar Einkäufe zu tätigen. Danke für all die tollen Tipps, Anna. In der Zeit. Viel Spaß beim Einkaufen und viel Spaß beim Mischen. Prost auf deine zukünftigen Cocktailabenteuer. Prost wirklich. Okay, lasst uns mit dem Barkeeper beginnen. Lektion 5: Ein köstliches Potluck. Hallo Anna, ich dachte, wir könnten für unser nächstes Teamtreffen ein bisschen Potluck machen. Was denken Sie? Oh, ein Potluck klingt nach einer wunderbaren Idee. Es macht so viel Spaß, alle mit einzubeziehen und alle möglichen leckeren Gerichte zu probieren. Definitiv. Ich dachte, wir könnten jeder ein Dessert zum Teilen mitbringen. Es wäre eine süße Ergänzung zum Aufstrich.
Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe die Idee daraus, ein Dessert Potluck zu machen. Jeder kann seine liebsten süßen Leckereien präsentieren. Genau. Ich stelle mir bereits einen Tisch voller Kuchen, Torten, Kekse und wer weiß, was für andere Köstlichkeiten vor. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur daran denke. Es wird wie ein Miniberg auf Wettbewerb sein. Haha, die Idee gefällt mir. Wir könnten sogar eine kleine freundschaftliche Abstimmung abhalten, um das Start Dessert zu krönen. Oh, das würde so viel Spaß machen. Beteiligen Sie alle Geschmacksnerven und finden Sie heraus, wessen Kreation an erster Stelle steht. Ich werde bereits konkurrenzfähig, wenn ich nur darüber nachdenke. Allerdings muss ich zugeben, dass ich nicht der beste Bäcker bin. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass jeder sein Bestes mitbringen wird. Es geht darum, Spaß zu haben und die süßen Belohnungen zu genießen. Das stimmt. Und selbst wenn mein Dessert nicht der Gewinner ist, kann ich mich zumindest an all den anderen tollen Leckereien erfreuen. Genau, es ist eine Win-Win-Situation. Außerdem wird es eine tolle Möglichkeit sein, mit dem Team über unsere gemeinsame Liebe zu Süßigkeiten zusammenzuwachsen. Vereinbart. Okay, fangen wir an, das Potluck bekannt zu machen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche kulinarischen Köstlichkeiten sich alle einfallen lassen. Ich auch nicht. Das wird ein köstliches und unterhaltsames Event. Ich bin bereits dabei, Ideen für meinen Beitrag zu sammeln. Oh, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was dir einfällt. Ich bin mir sicher, dass es absolut köstlich sein wird. Wir müssen einfach abwarten. In der Zwischenzeit fange ich besser an, mein Rezept vorzubereiten. Klingt nach einem Plan. Okay, lasst uns mit der Dessertzubereitung beginnen. Dieses Potluck wird episch. Lektion 6: Bedenken der Wettbewerber. Hallo Anna, hast du die Reaktion unserer Konkurrenten gesehen? Sie scheinen jetzt etwas besorgt zu sein. Ach, wirklich? Das ist interessant. Warum sagen Sie, dass Sie besorgt sind? Nun, ihre letzte Pressemitteilung wirkte etwas defensiv und versuchte, unsere neue Produkteinführung herunterzuspielen. Das ist aufschlussreich. Wenn Sie sich bedroht fühlen, muss das bedeuten, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Genau. Ich denke, wir haben den Nerv des Marktes auf eine Weise getroffen, mit der sie nicht gerechnet hatten. Definitiv. Unser innovativer Ansatz muss darin bestehen, Sie nachts wach zu halten und sich zu fragen, wie Sie reagieren sollen. Sicher. Ich bin froh, dass sich die harte Arbeit unseres Teams auszahlt und unsere Konkurrenten in den Hintergrund drängt. Ich auch. Es ist immer befriedigend, wenn Ihre mutigen Schritte die Konkurrenz dazu zwingen, ihre Position zu überdenken. Absolut. Ich frage mich, was Ihr nächster Schritt sein wird. Hoffentlich versuchen Sie, unseren Angeboten gerecht zu werden, statt uns nur anzugreifen. Das wäre ideal. Eine gesunde Rivalität, die uns alle dazu antreibt, unser Bestes zu geben, ist viel besser als hinterhältige Taktiken. Vereinbart. Ich würde mir viel lieber vorstellen, dass Sie in die Verbesserung Ihrer eigenen Produkte investieren, als zu versuchen, unsere zu untergraben. Jedenfalls, wenn der Wettbewerb hart wird, kann das Innovation und Fortschritt in der Branche wirklich vorantreiben. Definitiv. Und die Kunden sind die ultimativen Gewinner, wenn Unternehmen danach streben, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Genau. Es schafft mehr Auswahl, bessere Qualität und wettbewerbsfähige Preise, alles gute Dinge für den Verbraucher. Genau.
Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Unsere Konkurrenten bringen besser ihr Bestes. Ah, kein Zweifel. Wir haben die Messlatte hochgelegt, also müssen Sie hart arbeiten, um aufzuholen. Aber ich habe Vertrauen in unser Team. Ich auch. Okay, behalten wir die Konkurrenz genau im Auge und seien wir bereit, bei Bedarf zu reagieren. Hört sich gut an. Bis zum Schluss wird es ein spannendes Rennen. Möge das beste Unternehmen gewinnen. Haha, gut gesagt. Okay, lasst die Spiele beginnen. Ich bin bereit für die Herausforderung. Lektion 7: Clevere Einkaufsfunde. Morgen, Anne. Ich muss Ihnen sagen, dass ich gestern auf meinem Einkaufsbummel einige tolle Angebote gemacht habe. Ich habe es geschafft, einen guten Teil des Kleingelds zu sparen. Oh, das ist wunderbar, John. Es ist immer so befriedigend, wenn man tolle Produkte zu einem reduzierten Preis finden kann. Was für Angebote sind Ihnen aufgefallen? Nun, ich bin in den neuen Haushaltswarenladen gegangen, der gerade eröffnet hat, und dort waren die stillvollsten Dekokissen im Angebot. Ich habe 2 zum Preis von einem bekommen. Oh, was für ein Glück. Ich liebe es, wenn ich hochwertige Wunake-Soles zum Schnippchenpreis finden kann. Diese Dekokissen müssen den Raum wirklich gut zusammenhalten. Definitiv. Und das ist noch nicht alles. Ich bin auch zufällig auf diese wunderschöne Keramikvase gestoßen, die 50% günstiger war. Kannst du es glauben? Auf keinen Fall. Das ist ein unglaublicher Preisnachlass. Haushaltswarengeschäfte können eine wahre Fundgrube sein, wenn es darum geht, Lagerbestände auszuräumen. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich den Jackpot geknackt habe. Und obendrein habe ich diese wunderschöne Duftkerze gefunden, bei der man eine kaufte und eine gratis dazu bekam. Auf, John, du bist in Fahrt. Solche Angebote sind schwer zu bekommen, insbesondere bei solchen Luxusartikeln der gehobenen Preisklasse. Ich weiß richtig. An der Kasse grinste ich über beide Ohren. Fühlt sich gut an, mein Budget etwas weiter auszudehnen. Ich wette, durch diese kleinen Erfolge macht das Einkaufen gleich viel mehr Spaß und ist lohnenswerter. Es ist, als würde man verborgene Schätze finden. Freilich. Und Sie kennen mich, ich bin immer auf der Suche nach einem guten Schnäppchen. Ich habe das Gefühl, dass sich meine klugen Einkaufsfähigkeiten dieses Mal wirklich ausgezahlt haben. Nun, Sie haben es auf jeden Fall verdient, sich etwas Gutes zu tun. Klingt nach einem äußerst produktiven und kostengünstigen Einkaufsbummel. Sicher, ich schwärme immer noch von all den tollen Funden. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich so an, als hätte ich wirklich Glück gehabt. Absolut. Manchmal stimmen die Sterne einfach überein und am Ende punktet mein Horst. Viel Spaß mit deinen neuen Wunderkessel, John. Danke, Anna. Ich freue mich schon auf mein nächstes Shopping-Abenteuer. Sie wissen nie, welche Art von Angeboten Sie entdecken könnten. So wahr. Der Nervenkitzel der Jagd ist der halbe Spaß. Viel Spaß beim Dekorieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Ihre neuen Stücke in Ihrem Raum aussehen. Schätzen Sie es. Okay, es ist Zeit, mit meinen stillvollen neuen Wohnakzenten kreativ zu werden. Bis später. Lektion 8: Reisen mit pelzigen Freunden. Hallo Anna, reist du heute mit deinem Haustier? Ja, das bin ich. Ich habe meinen Hund dabei und muss ihn einchecken. Oh, das ist großartig. Ich wusste nicht, dass Sie Ihren Welpen auf Ihre Reise mitnehmen. Ja, ich konnte es nicht ertragen, ihn zurückzulassen. Er ist ein so wichtiger Teil der Familie.
Das kann ich verstehen. Haustiere können heutzutage wirklich wie Familienmitglieder sein. So, ich wollte sicherstellen, dass er mit mir kommen und Teil des Abenteuers sein kann. Das ist so nachdenklich. Wie planen Sie den Check-in-Prozess mit Ihrem Hund? Nun, ich habe einige Nachforschungen angestellt und dafür gesorgt, dass alle notwendigen Unterlagen und Materialien dabei sind. Ah, gute Idee. Ich bin mir sicher, dass es für das Reisen mit einem Haustier spezielle Verfahren gibt. Ja, genau. Ich muss einen Nachweis seiner Impfungen vorlegen und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß verpackt ist. Richtig, das macht Sinn. Die Fluggesellschaft oder das Hotel möchte sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Definitiv. Ich möchte den Prozess sowohl für mich als auch für meinen pelzigen Freund so reibungslos wie möglich gestalten. Ich wette, es kann etwas schwierig sein, die gesamte Logistik zu koordinieren, wenn Ihr Reisepartner 4 Beine hat. Ja, es erfordert etwas mehr Planung, aber ich mache es gerne, um meinen Welpen an meiner Seite zu behalten. Ich bewundere Ihr Engagement. Ich bin mir sicher, dass Ihr Hund es zu schätzen weiß, Sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Oh, ich weiß, dass er es tut. Seit wir mit dem Packen angefangen haben, wedelt er ununterbrochen mit dem Schwanz. Oh, das ist bezaubernd. Ich wünsche Ihnen beiden eine wundervolle und sichere gemeinsame Reise. Danke, John. Ich bin mir sicher, dass wir das tun werden. Das wird ein Abenteuer für uns beide. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Okay, ich lasse Sie mit Ihrem Hundebegleiter einchecken. Hört sich gut an. Wünschen mir viel Glück beim Navigieren durch die haustierfreundlichen Protokolle. Sprechen Sie bald mit ihnen. Viel Glück. Genießen Sie Ihre Reise mit Ihrem pelzigen Freund. Lektion 9: Malerische Küstenkreuzfahrten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Bootsfahrt entlang der Küste von British Columbia und Alaska zu buchen. Haben Sie schon einmal so etwas gemacht? Oh nein, das habe ich nicht. Aber das klingt absolut atemberaubend. Diese Küstenregionen sind für ihre atemberaubende Naturschönheit bekannt. Definitiv. Ich habe gehört, dass die Fjorde, Berge und die Tierwelt ein unglaubliches Sightseeing-Erlebnis vom Wasser aus bieten. Ich kann es mir nur vorstellen. Eine Fahrt entlang der zerklüfteten Küste muss im Vergleich zum Aufenthalt an Land eine einzigartige Perspektive bieten. Genau. Und ich habe gelesen, dass viele der Kreuzfahrten die Möglichkeit bieten, Wale, Bären und andere Meereslebewesen aus nächster Nähe zu beobachten. Oh, Wuf, das wäre unglaublich. Diese majestätischen Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, muss beeindruckend sein. Definitiv. Außerdem habe ich gehört, dass die Kreuzfahrten mit kleinen Schiffen sehr intim sind und es einem ermöglichen, die Landschaft hautnah zu erleben. Es ist sicher der richtige Weg. Es klingt erstaunlich, die riesigen Kreuzfahrtschiffe zu meigen und ein persönlicheres Erlebnis zu genießen. Vereinbart. Und die Reiserouten, die ich mir angesehen habe, beinhalten auch Stopps in bezaubernden Küstenstädten und Dörfern. Oh, das wäre die perfekte Ergänzung, diese malerischen kleinen Gemeinden erkunden zu können. Absolut. Ich stelle mir vor, durch die Docks zu schlendern, in örtlichen Geschäften und Cafés vorbeizuschauen und wirklich in die Küstenkultur einzutauchen. Es klingt nach der idealen Mischung aus Natur, Tierwelt und lokaler Kultur gebündelt in einer unvergesslichen Reise.
Genau. Ich träume bereits davon, meinen Kaffee zu schlürfen und dabei die raue, unberührte Landschaft zu genießen. Ich kann verstehen, warum diese Küstenkreuzfahrten so beliebt sind. Es muss die perfekte Möglichkeit sein, die natürliche Schönheit dieser Region zu erleben. Definitiv. Ich tendiere wirklich dazu, eine zu buchen. Ich denke, es wäre eine absolut magische Reise. Ich gebe dir keine Vorwürfe. Wenn ich die Chance hätte, würde ich sofort darauf zugreifen. Viel Spaß bei der Planung deines Küstenabenteuers, John. Danke, Anna. Ich freue mich schon sehr darauf, mit der Ausarbeitung der Reiseroute zu beginnen. Das wird episch. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu erfahren, wenn Sie zurückkommen. Gute Reise und viel Spaß. Das werde ich, danke. Okay, es ist Zeit, mit der Recherche nach Kreuzfahrtschiffen und Reiserouten zu beginnen. Das wird großartig sein. Lektion 10 Rätsel und Tomatenkonserven. Hi Anna, ich überlege gerade, ob wir für das Rezept heute Abend Dosentomaten kaufen sollen statt frische. Was denken Sie? Das ist eine interessante Frage. Warum denken Sie über die Dosenoption nach? Nun, ich dachte, es wäre vielleicht einfacher und praktischer, vor allem, weil das Rezept gewürfelte Tomaten vorsieht. Ich verstehe, was du meinst. Dosentomaten könnten im Vergleich zum Zerkleinern frischer Tomaten definitiv etwas Vorbereitungszeit einsparen. Genau. Und ich weiß, dass Dosentomaten oft genauso nahrhaft sind wie frische, wenn nicht sogar noch mehr. Guter Punkt. Durch das Einmachen können tatsächlich viele Nährstoffe der Tomaten erhalten bleiben. Definitiv. Außerdem haben Dosentomaten in der Regel eine schöne, gleichmäßige Konsistenz, die gut in das Gericht passen könnte. Das stimmt. Die gewürfelten Tomaten aus der Dose würden sich wahrscheinlich nahtloser in das Rezept einfügen. NMHMM und sie sind normalerweise auch ziemlich erschwinglich, was ein zusätzlicher Bonus ist. Oh, das ist eine tolle Überlegung. Dosentomaten könnten eine preisgünstigere Option sein. Genau. Es scheint also, dass es einige handfeste Vorteile gibt, wenn man den vorgefertigten Weg wählt. Was denken Sie? Und ich würde sagen, dass die Dosentomaten eine ziemlich praktische und vernünftige Wahl für dieses Rezept sind. Okay, großartig. Das war meine Absicht, aber ich wollte auch Ihre Meinung hören. Dann sind es Tomaten aus der Dose. Klingt gut für mich. Dadurch wird der Kochvorgang etwas einfacher und effizienter. Eindrucksvoll. Ich bin froh, dass wir das herausfinden konnten. Eine Sache weniger, über die Sie sich beim heutigen Abendessen Sorgen machen müssen. So gut. Bei den Tomaten aus der Dose können Sie einfach die Dose öffnen und loslegen. So einfach ist das. Genau. Okay, ich gehe in den Laden, um Sie abzuholen. Danke für den hilfreichen Beitrag, Anna. Jederzeit. Viel Spaß beim Kochen und ich kann es kaum erwarten, das letzte Gericht mit den Dosentomaten zu probieren. Ich auch nicht. Okay, wir reden später mit dir. Zeit, Lebensmittel einzukaufen. Lektion 11 Kellerschätze. Hallo Anna, ich wollte mit dir über den Keller in unserem Haus sprechen. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir uns da unten ein wenig organisieren sollten. Oh, der Keller. Oder das ist eine tolle Idee. Wir neigen dazu, es nur als Lagerraum zu nutzen, aber es könnte wahrscheinlich ein wenig Pflege vertragen.
Genau. Ich habe das Gefühl, dass wir dort seit Jahren wahllos Dinge wegwerfen und es ist wahrscheinlich an der Zeit, alles durchzugehen. Ich stimme zu. Eine gute Kellerräumung könnte uns wirklich dabei helfen, den Überblick über das zu behalten, was wir eingelagert haben. Wer weiß, welche versteckten Schätze wir entdecken könnten. Genau meine Meinung. Ich stelle mir alle möglichen vergesehenen Schätze und vergesehenen Erinnerungen vor, die nur darauf warten, wieder entdeckt zu werden. Definitiv. Es wird wie eine kleine Schatzsuche in unserem eigenen Zuhause sein. Ich bin schon gespannt, was wir finden. Ebenfalls. Ich dachte, wir könnten uns ein Wochenende Zeit nehmen, um richtig einzutauchen und alles in Angriff zu nehmen. Klingt perfekt. Auf diese Weise können wir ihm die Zeit und Aufmerksamkeit widmen, die es verdient, ohne sich geätzt zu fühlen. Absolut. Wir können einen Tag daraus machen, Musik auflegen, etwas Mittagessen bestellen und uns richtig organisieren. Ich liebe es. Ein wenig Zeit für die Bindung von Kellerbrüchen. Es wird produktiv sein, aber auch Spaß machen. Sicher. Sobald wir alles geklärt haben, können wir außerdem entscheiden, was wir behalten, was wir spenden und was wir schließlich loslassen möchten. So der Einigungsteil wird sich so befriedigend anfühlen. Das Aufräumen der Unordnung ist so reinigend. Erzähl mir davon. Ich stelle mir bereits vor, wie viel offener und nutzbarer sich der Keller anfühlen wird. Ebenfalls. Es wird so sein, als würden sie unserem Zuhause eine kleine Auffrischung verschaffen, beginnend im Erdgeschoss. Genau. Okay, tragen wir es in den Kalender ein. Ich freue mich darauf, mit Ihnen all diese verborgenen Schätze zu entdecken. Ich auch. Das wird ein Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir dort unten finden. Ebenfalls. Alles klar. Keller aufräumen, wir kommen. Das wird episch. So nun, lass die Kellererkundung beginnen. Ich bin bereit einzutauchen. Eindrucksvoll. Okay, es ist Zeit, mit der Planung unseres großen Kellerprojekts zu beginnen. Das wird so viel Spaß machen.